Wir spielen das jeden Tag und ich spiele das teilweise auch mit meinen Kumpels im Urlaub oder so. Bin ich der große Lautsprecher, der in der Kabine rumschreit. Ganz herzlich. Im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Feiertagsmagazin. Heute ein ganz besonderer Gast hier. Zum ersten Mal Premiere, Niklas Süle. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, schön, dass du da bist. Niklas, bevor wir über das Spiel am Samstag gegen Eintracht Frankfurt sprechen, wollen wir natürlich ein ganz klein wenig zurückblicken auf den vergangenen Dienstag, den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale, worüber wir uns natürlich alle freuen. Wie hast du das erlebt? Ja, war ein sehr intensives Spiel. Mussten schon auf jeden Fall einiges investieren. Ich glaube, dass wir eine sehr geile erste Halbzeit gespielt haben, wo wir eigentlich, sage ich mal, führen müssen mit zwei relativ guten Chancen und wir haben eigentlich gar keine Chance zugelassen. Aber der Ausgang jetzt mit dem gehaltenen Elfmeter noch von Greg, das war natürlich dann Dramatik pur und das Stadion hat gebebt. Und ich wollte gerade sagen, aber so laut, wirklich, ich mache es schon ein paar Jahre, so laut habe ich selten erlebt. Ja, wo der Greg den Elfmeter hält, das war Wahnsinn. Dann haben wir, glaube ich, auch 6-7 Minuten einmal kurz den Ball nicht einmal gesehen. Aber da sieht man die Klasse auch von City. Aber wie gut wir das in beiden Spielen gegen die verteidigt haben und als Team, vor allem jeder, der auf dem Platz stand, das hat sehr viel Spaß gemacht. Du hast als Rechtsverteidiger gespielt und das funktioniert ja irgendwie sehr, sehr, sehr gut. Weshalb klappt das so gut? Ja, also erstmal beim Verteidigen hatte ich gerade in der ersten Hälfte mit Karim jemand, der mich da sehr unterstützt hat, der die Wege zurückgemacht hat. Und ja, jeder Einzelne, der auf dem Platz war, wenn man schaut, wie Mats und Emre da auch reingekrätscht sind gegen Erling, Haaland und so, das war schon, sowas macht ja auch Spaß als Verteidiger und da ist es relativ egal, auf welcher Position ich da spiele. Ich habe da versucht, ja, meine Seite einigermaßen zuzubekommen und vielleicht mal ein, zwei Aktionen nach vorne zu starten. Ja, und, hast du aber auch. Ja. Du warst aber öfter in der Hälfte des Gegners. Ja, und mir macht es auch Spaß. Also ich kenne die Position ein bisschen. Ich habe die ein paar Mal schon auch bei Bayern München gespielt. Und wenn ich da gebraucht werde, dann versuche ich da natürlich gut zu spielen. Ja, aus dem Kreise der Mannschaft hört man öfter, dass dein Spitzname Sylenio lautet. Wie kommt das? Du bist ja jetzt nicht 60 Kilo schwer und 1,70 Meter groß, sondern du bist groß, du bist schwerer als andere, aber technisch total beschlagen. Wie kommt's? Ja, ich habe relativ lange, beziehungsweise meine ganze Jugend eigentlich eher offensiv gespielt. Mir macht auch, sage ich mal, so 2 Kontakte spielen und sowas ziemlich viel Spaß. Das ist aber außergewöhnlich für einen Verteidiger, oder? Also wir spielen das jeden Tag und ich spiele das teilweise auch mit meinen Kumpels im Urlaub oder so. Und je mehr du das machst und wie gesagt, ich versuche natürlich auch da ab und zu mal zu zeigen, dass man mit so einer Masse auch trotzdem irgendwas mit dem Ball machen kann. Und manchmal klappt es gut und manchmal ist auch mal ein Stolperer dabei. Wobei Sylenio ist schon geil. Oder? Ja, auf jeden Fall. Also den Namen habe ich mir nicht selber gegeben. Deswegen ist es gibt Spitznamen, die nimmt man gerne. Ja, den nehme ich gerne an. Ja. Jetzt ist Niklas seit Sommer hier bei Borussia Dortmund. In der Zeit ist viel passiert. Und was? Das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, Niki, du hast dich direkt im ersten Spiel bei 1860 München verletzt, wurdest zurückgeworfen. Mittlerweile hat man aber so das Gefühl, dass du auf dem Platz angekommen bist, in Dortmund angekommen bist, in der Mannschaft angekommen bist. Man hat das Gefühl, du fühlst dich auch wohl hier. Ja, extrem. Also mir wurde es sehr, sehr leicht gemacht, erstmal mich hier so zurechtzufinden. Natürlich, weil ich auch sehr viele Spieler schon kannte und ja, mir macht es unglaublich viel Spaß. Ich bin jetzt hier auch, sage ich mal, in der Stadt angekommen. Ich war relativ lange im Hotel leider ohne meine Familie. Ja, das ist immer doof, klar.
Und jetzt fühlen wir uns sehr, sehr wohl. Und wie gesagt, mir wurde es sehr, sehr leicht gemacht hier. Und ja, wenn man dann noch Spiele so spielt, wie wir jetzt gegen City oder gegen Stuttgart, dann macht das Sportliche natürlich auch mehr Spaß. Und du hast ja von Anfang an gesagt, du möchtest gerne zum BVB. Ich glaube, das macht es auch ein bisschen einfacher, wenn man in so eine Stadt geht. Ja, also für mich war das ja ganz bewusst, dass ich gesagt habe, wie viel Bock ich auf diese Aufgabe habe. Und dass wir Qualität haben, das sieht man eigentlich fast in jedem Spiel, was wir dieses Jahr hatten. Nur wir müssen es erst mal 90 Minuten auf den Platz bekommen und nicht nur immer reden, dass wir viel Qualität haben, sondern auch zeigen. Und das haben wir jetzt 2 Spiele gut hinbekommen, aber da müssen wir noch ein Stück konstanter werden, sage ich mal. Macht einfach am Samstag weiter. Ja, das versuchen wir. Ja. Gegen Ende des Einspielers haben wir eben gesehen, letzten Samstag hast du deine ersten 2 Scorerpunkte gesammelt. Das Tor sensationell. Jetzt schießt du aus unerfindlichen Gründen auch noch Tore. Unfassbar. Kann man sowas trainieren? Ja, wir waren ja jetzt lange die schlechteste Standardmannschaft. Wir haben da schon relativ viel Zeit und Trainingseinheiten da hingegeben. Und ja, ich habe dann noch natürlich einen Schützen gehabt mit Guerrero, der schon in der Lage ist, das auch quasi einen schönen Ball in die Mitte zu spielen. Das kann er, ne? Das macht er sehr gut. Und, ja, und dann haben wir uns gegenseitig freigeblockt. Gegen Hannover im Pokal hast du den BVB in deinem 12. Pflichtspiel als Kapitän auf dem Platz geführt. Das ist sicherlich die Wertschätzung vom Verein, vom Trainer, von allen gegenüber deiner Person. Du bist halt ein Anführer. Ja, ich versuche so ein bisschen in meiner eigenen Art, ja, mit meinen Kollegen umzugehen. Ich bin nicht der große Lautsprecher, der in der Kabine rumschreit. Aber ich rede mit sehr vielen Spielern über ihre Situation, über meine Situation, über die Mannschaft. Oft auch in Einzelgesprächen, so wie man halt im Trainingszentrum in Prag halt mal zusammensitzt. Und ja, die Art, die ich da habe, die versuche ich da bestmöglich einzubringen. Und hat mich gefreut, die Mannschaft ja, aufs Feld führen zu dürfen im Pokalspiel. Jetzt schauen wir ein bisschen nach vorne. Morgen geht es gegen Eintracht Frankfurt. Was meinst du, was erwartet uns da? Was erwarten wir für einen Gegner? Ja, es ist auf jeden Fall ein unangenehmer Gegner. Es ist auch ein sehr hitziges Stadion oder kann ein hitziges Stadion sein. Wir werden auf einen Gegner treffen, der unglaublich robust in den Zweikämpfen ist. Und ja, da müssen wir einfach so dagegenhalten, wie wir es jetzt gegen Stuttgart und gegen Man City gemacht haben. Und dann haben wir die fußballerische Qualität, sage ich mal, da auch zu Chancen zu kommen. Jetzt gab es ja ein Leben vor dem BVB. Bayern München weiß jeder, aber nicht jeder Fußballfan weiß, dass du gespielt hast bei Eintracht Frankfurt. Da hast du in der Jugend gespielt. Ist das für dich jetzt immer noch ein besonderes Aufeinandertreffen oder ist das jetzt schon vorbei? Ja, also erstmal auch, wo ich mit anderen Vereinen dort gespielt habe, ist für mich das zweitcoolste Auswärtsspiel gewesen nach Dortmund. Weil, wie gesagt, meine Familie dort eigentlich immer komplett vertreten ist, Freunde da auch mal hinkommen und ja, die Stimmung und das Stadion einfach auch geil ist. Und deswegen ist es allein schon sehr besonders. Und das war das erste Spiel, was ich jemals in der Bundesliga gesehen habe, damals noch im Stadion vor der Commerzbank Arena, beziehungsweise Deutsche Bank Park heißt, glaube ich jetzt. Da hat mein Vater mich und meinen Bruder mitgenommen und ja, deswegen ist es schon ein besonderes Spiel. Die Frankfurter haben nach den Bayern die meisten Tore geschossen. Also wisst ihr jetzt schon mal, da kommt eine Menge Arbeit auf euch zu. Wie müsst ihr da agieren, um vielleicht wieder zu 0 zu spielen? Ja, also wir müssen auf jeden Fall die Zweikämpfe so annehmen wie am gegen City und vielleicht sogar ein bisschen höher. Vielleicht auch mal zu sagen, dass wir ja, die Frankfurter zustellen, weil das hat jetzt deutlich besser geklappt in den letzten Spielen. Und dann haben wir natürlich auch Umschaltmöglichkeiten, wo wir relativ gut im Kontern sind, glaube ich, mit unseren Pfeilen da vorne. Und dann hoffentlich, weil es ein sehr, sehr wichtiges Spiel ist, auch mit 3 Punkten heimfahren werden. Wir drücken die Daumen, dass Danke. wir wieder einen jubelnden Niklas Süle sehen. Ihr drückt unseren Jungs natürlich auch die Daumen, egal wo ihr seid. Bei Sky oder Netradio hast du auch noch mal was von gehört, von den Verrückten. Ja. Also gibt es auch wieder am Wochenende. Das war's. Vielen Dank, Niklas. Danke. Also kommt gesund und mit 3 Punkten wieder nach Hause. Versuchen das war's. Euer Feiertagsmagazin mit Nobby und Niklas Süle.